Chinesische Technologie, Drohnen, Roboter, KI. Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Das sind Videos, die ich immer wieder bekomme. Ich habe sie auch manchmal geteilt, aber nicht so sehr, weil es um die chinesische oder die amerikanische oder um die deutsche Technologie ging, sondern es ging um das Spiel rund um die Technologie, denn es gibt gar keine deutsche, chinesische, was auch immer. Jetzt werdet ihr euch denken, na, jetzt ist er völlig verrückt, aber wenn wir das in Muster aufdröseln, bin ich überzeugt, dass ihr damit was anfangen könnt. Überlegt euch einmal, wenn ich jetzt einmal die alternative Geschichte zulasse, also den Katastrophismus, dass es hier immer wieder Resets gab und zwischen diesen Resets gab es Kulturen, gab es Zivilisationen, die einmal mehr technologisierter, einmal mehr spiritueller waren. Dann bedeutet das ja, dass was wir jetzt gerade erleben, dass man versucht, eine digitale, eine technologische Kultur aufzuziehen und da verwendet man uns Menschen. Ich weiß schon, dass es sehr verlockend ist, immer wieder so in den geopolitischen Hirnwichsgefrimmel hineinzurutschen, aber überlegt euch einmal, was soll die deutsche Technologie sein? Sind das die Reste aus Tatarien, die man geraubt hat? Dann aufgrund des Wohlstandes, ihr wisst, der Mensch wird Mensch durch Mensch. Erst wenn ich Freiräume habe, habe ich die Möglichkeit zu forschen, nachzudenken, entwickle ich diese Technologien weiter. Das passierte zufällig in Europa, England, Europa. Und jetzt gerade erleben wir, also ich, wie ich Kind war, da hat man über die Asiaten gelacht, weil die sind immer hergekommen, die haben alles abfotografiert oder eingekauft und haben das dann bei sich zu Hause zerlegt, um das nachzubauen. Und jetzt erleben wir gerade, wie die deutsch-europäische Kultur zerstört wird, die Wirtschaft. Das heißt, es werden hier Deindustrialisierung wird vorangetrieben, in der Schule frönt man der Völlerei, frönt man dem Nichtstun und. Schaut mal, was in Asien passiert. Und ihr seht, wie das gelenkt wird. Das heißt, hier wird jetzt die Kultur zerstört, das ganze Know-how wandert in den asiatischen Raum. Aber was soll dann bedeuten, asiatische, deutsche oder irgendeine Kultur oder Errungenschaft? Schaut euch einmal an, was nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das sind die ganzen Patente, die ganzen Erkenntnisse, alles zwischen den Russen und den Amerikanern aufgeteilt worden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses geopolitische Gefrimmel aus den Köpfen lassen. Deswegen erinnere ich die Leute immer wieder daran. Und dass wir uns bewusst werden, man spielt mit uns ein Spiel, um uns in ein technokratisch-digitales Gefängnis überzuführen, um uns von unseren spirituellen Wurzeln abzukoppeln. Und ihr wisst, das sage ich auch immer in vielen Videos, so, das ist mein persönlicher Zugang. Ich bin spirituell, nur ganz anders, als man das in den klassischen jetzt Social Media hört, dass die Leute einem erzählen, was man alles nicht tun soll und seinen Namen tanzen. Und für mich äußert sich die Spiritualität im Tun, für den anderen Dasein, für die Gesellschaft da sein und das am besten mit naturbelassenen Methoden. Das heißt, da kann uns die Technik helfen. Das heißt, da können wir gemeinsam mit der Technik vielleicht wieder zurückfinden. Das ist mein Einstieg. Ich sage nicht, dass die Technik komplett schlecht ist und dass man die Technik komplett meiden muss, sondern ich bin für den zarten Übergang, dass wir wieder die spirituellen Wurzeln erlernen und uns dabei die Technik dient. Und auf dem Weg dürfen wir nicht in diesen geopolitischen Hirngefrimmel hineinfallen. Die chinesische Technik, die deutsche Technik, die amerikanische Technik. Es ist ein Schachspiel. Und wie gesagt, ihr lebt es ja jetzt gerade, wie man Europa kaputt macht und wie man versucht, eine neue Kultur aufzubauen. Und das reicht ja sehr weit. Das hat ja nicht nur was mit der Technik zu tun, sondern die neuen Barbies. Das sind die asiatischen Frauen, die sich teilweise auch umoperieren lassen. Die neuen Filmstars, die werden jetzt immer mehr aus Asien verkauft, während man Hollywood langsam begräbt. Also das sieht man auf vielen, vielen Ebenen, wo jetzt die europäisch-amerikanische Kultur angegriffen wird, auch über die Völlerei, auch über die Trägheit, über das Wohlstandssyndrom, ja, dass die Leute sich zu Tode fressen. All das
ist der Angriff und all dem muss man sich stellen. Und das ist für mich der spirituelle Zugang, der spirituelle Krieg, der da stattfindet. Bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das empfindet, ob ihr noch der Meinung seid, ja, da gibt es ja wohl eine chinesische Technologie oder eine deutsche oder ob ihr das schon aus so einer Vogelperspektive auch betrachten könnt und eigentlich erkennt, wir sind alle eine Familie und man spielt hier mit uns ein Spiel und es wird Zeit, dass wir den Spieß umkehren und selber beginnen zu spielen. Dafür ist das Leben nämlich da. In diesem Sinne, alles Liebe euch.